Morgen, Matt. Guten Morgen. Was haben wir gestern gemacht? Wir sind von Guardiola de Berga, von dem kleinen Hotel mit dem Pool. Restaurant und Pool, ja, weiter über die N260 Richtung Andorra. Sprit ist billig. 98er für 1,38 € und dann waren wir noch ein bisschen shoppen im Outlet. Und dann sind wir auf der N260 weiter Richtung unserem Appartement, aber hatten noch Zeit, dann sind wir Mittagessen gegangen. Das war schön und lecker. Das war super. war echt schön. Und jetzt? Sehr schön. Und heute geht es weiter über Pont de Suert und haben da den Col de Tourmalet, kurz bevor wir dann das nächste Quartier beziehen, in Agios Vidalos. Sind heute wieder so knappe 250 Kilometer. Cool, wir machen uns einen schönen Tag. Ihr auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das Helmmikro hat leider an dem Tag wieder Probleme gemacht, deswegen per Voice-Over. Wir sind gestartet von Pobla de Segur Richtung Norden über die L522, eine kleine Straße, die parallel zur großen Bundesstraße läuft und die man von Norden her nicht befahren durfte. Da war die Einfahrt gesperrt. War super schön zu fahren, war ein toller Auftakt für den Tag und mit einem super schönen Panorama, wie man sieht. Dann wieder zurück auf die N260, die zwar landschaftlich schön, aber fahrerisch jetzt nicht gerade eine Herausforderung ist, bis wir dann bei Pervis auf einen sehr kurvenreichen Abschnitt der N260 gestoßen sind. Das hat dann richtig Spaß gemacht und war eine coole Abwechslung und eine kleine Vorbereitung auf die Pässe, die dann später noch kommen. Die N260 geht dann tatsächlich landschaftlich auch sehr ansprechend weiter in einem Tal entlang eines kleinen Flusses. Der dann letztendlich in den Pantà de Scales, einem größeren Stausee, mündet. Der See ist ein bekanntes Naherholungsgebiet und wir sind auch kurz stehen geblieben, um den Ausblick hier zu genießen. Während die N260 weiter nach Westen verläuft, fahren wir mit der N230 jetzt nach Norden Richtung französische Grenze. Mit der 230 kommen wir dann auch wieder in die Gebiete der höheren Bergmassive der Pyrenäen, wo es viele Wintersportorte gibt. Eins davon Viella, durch das wir durchgefahren sind. Von der N230 fährt man dann ab auf die N141 hoch zum Col de Portillon, dem Pass, der die Grenze zwischen Frankreich und Spanien markiert. Und ich muss sagen, die Passstraße da hoch hat wirklich viel Spaß gemacht. Tolle Landschaft, schöne Kurven, gute Straße. Wir hatten nicht gefrühstückt und da es schon Mittagszeit war, haben wir langsam Appetit bekommen und haben ein kleines Picknick eingelegt auf dem Parkplatz einer Kletterschule kurz vor Saint-Mamés.
und haben es schmecken lassen. Haben wir kurz an der französischen Grenze ein bisschen Pause gemacht. Was gegessen. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Gepäck, ein bisschen volleren Magen. Also so schnell konnte man es nicht lesen, aber da waren verschiedene, was auch immer, Durch- oder Überfahrten alle geöffnet. Also kein Problem. Da ist wieder das Zauberzeichen. Das war die Auffahrt zum Col de Perezou. Ja, Wahnsinn, ha? Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Eine super beschrifteter Straße hier. Hübsch mit dem kleinen Wasserlauf hier, einem kleinen Bach nebendran. Ja. Col d'Aspin. So, da wird uns doch jetzt wohl demnächst mal irgendein kleines hübsches Café hier in die Hände fallen. Jetzt guck mal hier, muss ich doch. Am Wasser treiben sich die Cafés rum. Hier in Arro, in einem kleinen Café, schon wieder. Wieder in Frankreich. Fahr ich mal vor. Nach Arro ging es dann auf der D918 Richtung Col d'Aspin. Das war eine richtig schöne Auffahrt, muss man sagen, hat viel Spaß gemacht. Der Belag ist gut, die Aussicht ist toll und ganz oben die Aussicht auf den Col d'Aspin ist auch fantastisch. Es gibt viele Radfahrer und da muss man entsprechend aufpassen, aber es waren zum Glück nicht viele Autos unterwegs, sodass wir also da sehr gut an den paar Radfahrern vorbeigekommen sind, die da waren. Also der Hinweis auf freilaufende Tiere ist tatsächlich kein Scherz. Eigentlich nicht beim Col d'Aspin, aber später beim Col de Tourmalet haben wir dann tatsächlich etliche freilaufende Tiere gesehen. Es ging dann weiter Richtung Col de Tourmalet. Auch hier wieder ganz klar der Wintersport-Aspekt sichtbar. Ja, und nach La Mongie kamen dann die lang angekündigten Tiere. Die Schafe, da waren echt tiefenentspannt. Der Col de Tourmalet war schon ein Erlebnis, war sehr beeindruckend durch die umstehenden Berge, durch die Gebirgsmassive außenrum. Und die Abfahrt selber war auch nochmal eine schöne Straße, schön kurvig, hat auch viel Spaß gemacht. Ja, und hat uns den nächsten freilaufenden Tieren dann näher gebracht.
B921 ging es dann weiter Richtung Argos Vidalos. Und da haben wir dann nochmal einen kleinen Abstecher über eine kleine Nebenstraße, die D12 genommen. Ja, nur mal um die Gegend ein bisschen zu erkunden, war wirklich ein interessantes kleines Sträßchen. Der Rest des Weges war relativ unaufregend und wir haben uns dann schon auf das Hotel gefreut, weil das wieder einen Pool hatte und sind dann letztendlich bei Chepierre, dem Hotel in Argos Vidalos, wohlbehalten angekommen.